Lieber Mick, du bist beruflich, aber auch privat jetzt im Silicon Valley schon seit mehreren Jahren. Wieso ist ein Österreicher ins Silicon Valley gegangen? Wo siehst du da die Unterschiede? Wie ist das Silicon Valley überhaupt zu dem geworden, was es ist? Und gibt es nicht in Europa auch jetzt schon sehr viele gute vergleichbare Ansätze? Also ja, auf jeden Fall. Zur Frage, warum sind wir rübergegangen? Vor 10 Jahren konnten wir für unsere Ideen und Visionen keine Investoren finden. Eure Idee war, diese Firma zu gründen mit dem Namen Update Me. Das ist jetzt die letzte Idee. Aha. Rübergegangen sind wir mit einer Timeline, damals hatte Facebook noch keine, wo Lebenswege dreidimensional dargestellt wurden. Das haben wir dann verbunden mit einer anderen Firma und dort ist die Technologie dann aufgegangen. Das Silicon Valley hat uns praktisch mit offenen Armen empfangen, bietet dir sehr, sehr viele Investitionsmöglichkeiten und es ist praktisch jeder, vom Steuerberater über den Rechtsanwalt, spezialisiert auf dich als Startup im Sinne der Rahmenbedingungen, dich zu fördern. Und geschichtlich betrachtet, muss man sagen, ist das schon etwas Einmaliges, weil Stanford mit den ersten großen Firmen wie Hewlett-Packard und dann später Apple einfach eine Symbiose gebildet hat, die einzigartig ist. Also zur Frage, kann man Silicon Valley kopieren, glaube ich, nein. Aber ich glaube dennoch, dass wir mit unseren österreichischen Talenten und unserer österreichischen Art, Dinge zu bewegen, auch sehr gute Chancen haben. Und gerade die letzten Jahre hat sich eine sehr, sehr positive Dynamik gerade im Investorenbereich ergeben. In der Spätphasenfinanzierung würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen stärker werden oder deutlich stärker werden. Nichtsdestotrotz gibt es da sehr, sehr gute Impulse. Von der Mentalität her, wir haben immer wieder, auch als jemand, der von der Universität kommt, die Argumentationslinie, die uns konfrontiert wird, mit der wir konfrontiert werden, dass die Leute sagen, du, ihr habt den jungen Menschen nicht beigebracht, sich auch rechtzeitig darum zu kümmern, das umzusetzen. Also das heißt, eine Translation von den wissenschaftlichen Ergebnissen in der Forschung. Natürlich braucht man dafür Geld, aber man braucht auch so ein Mind dafür, also eine Einstellung. Siehst du diese Einstellung in Europa jetzt vergleichbar zu Amerika oder hinken wir da noch nach? Ich glaube, sie kommt schon. Bei den Universitäten habe ich die Angst, dass sozusagen da diese Spin-off-Kultur, die wichtig ist, eher als Bedrohung erlebt wird von vielen noch. Da ist sicher ein Wandel drinnen. In Stanford ist man sehr stolz drauf, wenn ein Assistent oder Professor sagt, na, jetzt habe ich ein Patent, mit dem würde ich ganz gerne am Markt landen und erfolgreich sein. Und man unterstützt es, wenn du als Postdoc nach Stanford gehst. Einer der ersten Kurse ist es, How to be a successful entrepreneur. Ja, also da können wir sicher was lernen, aber auch hier sehe ich einen Wandel im Sinne der Startup-Kultur und im Sinne des Firmenausgründens. Es ist halt eine Frage, wie schnell es jetzt geht. Wenn du in die Zukunft schaust, siehst du in 10 oder 15 Jahren immer noch die Bedeutung des Silicon Valleys, wie es heute ist, oder wird es sich dann angleichen, Europa, Asien, Amerika? Ich glaube, China wird ein sehr großer Player. Die geben jetzt schon gewaltig Gas. Die haben halt, so traurig es ist, den Vorteil, dass sie mit ihrer politischen Struktur sagen, wir gehen jetzt diese Richtung und das setzen wir durch. Das ist in dieser Frage leider ein Vorteil. Ich glaube dennoch, dass das Valley lange noch reüssieren wird, ganz einfach deshalb, weil alle Rahmenbedingungen dort so radikal optimiert wurden. Ich danke dir recht herzlich. Danke Gern. für die Auskunft.